Heute testen wir die SimioCube SC2 Pro Direct Drive Wheelbase. Alles von A wie Aufbau bis Z zur Ziellinie, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimioCube hat dieses Testmuster für längerfristige Tests in meinem Kanal zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Vorgaben, Auflagen oder Verpflichtungen hinsichtlich dieses Reviews und ich bekomme dafür kein Geld. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1: Preis und Bezug. Die SimioCube SC2 Pro Wheelbase ist zum Richtpreis von 1470 € über unterschiedliche Reseller erhältlich. Bei mir handelt es sich um das mittlere Modell der SimioCube Direct Drive Wheelbase Serie. Die Einstiegs-Wheelbase nennt sich SimioCube 2 Sport und das Topmodell SimioCube 2 Ultimate. Wie im Intro erwähnt, teste ich für euch das Modell in der Mitte SimioCube 2 Pro und der Garantiezeitraum dieses Dings, der beträgt 24 Monate. Nächstes Kapitel: der Lieferumfang. Ihr bekommt die SC2 Pro Wheelbase in einem kompakten weißen Karton, geschützt durch 2 Überkartons. Mit dabei das Netzteil, der Notaustaster und die ganzen Anschlusskabel sowie Befestigungsmaterial. Kapitel Nummer 3: die Kompatibilität. Die SimioCube SC2 Pro Wheelbase ist nur für den PC kompatibel. Eine Konsolenkompatibilität ist derzeit Ende 2020 nicht gegeben. Kapitel Nummer 4: die Ausstattung. Frontseitig befindet sich der Quick Release, der QR, um Lenkräder aufzunehmen. Darauf gehen wir in einem separaten Kapitel etwas später ein. Ebenso frontseitig sind die 4 Stück M8 Gewindelöcher für die Montage vorgesehen. Auf der Rückseite habt ihr die Anschlüsse für das Netzteil, den Notaustaster und einen Anschluss für das Zubehör. Ebenso findet sich auf der Rückseite der USB-Anschluss und ein Ein-Aus-Schalter wieder. Für die drahtlose Kommunikation zwischen Wireless-Lenkrädern und der SimioCube SC2 Pro Wheelbase wird eine Antenne angeschlossen. Nächstes Kapitel, Kapitel Nummer 5: die technischen Details und die Abmessungen. Direct Drive Wheelbases unterscheiden sich von herkömmlichen und deutlich günstigeren Wheelbase im Antrieb grundsätzlich. Bei den günstigeren Wheelbases ist der Antrieb über eine Zahnrad-Riemenkonstruktion ausgeführt. Und bei Direct Drive Wheelbases, wie eben bei dieser SimioCube SC2 Pro, sitzt das Lenkrad direkt auf der Motorachse, um die Telemetriedaten möglichst spiel- und latenzfrei übertragen zu können, so wie dies auch im realen Motorsport der Fall ist. Das maximal bereitgestellte Drehmoment dieser SimioCube SC2 Pro liegt bei 25 Newtonmeter. Ich habe erst kürzlich einen Drehmomentenvergleich diverser Lenkräder angestellt. Guckt euch diesen bei Bedarf unbedingt an, ich hänge euch in der Infobox den Link mit rein. Ein 300 Watt Netzteil kümmert sich um die Stromversorgung und im Vergleich zum Vorgänger habt ihr nicht mehr 2 Netzteile, sondern ein einziges Netzteil genügt, um diese SC2 Pro mit Strom zu versorgen. Die Außenmaße des Gehäuses betragen 130 x 130 mm und 270 mm inklusive der Narbe.
Die Wheelbase bringt in etwa 10 Kilogramm auf die Waage und der QR hat einen Außendurchmesser von 68 mm und ist ca. 65 mm tief. Im Innenleben ist ein 22-Bit Winkelsensor verbaut und die Wheelbase wird passiv gekühlt. Es ist also kein Lüfter verbaut. Den Stromverbrauch, den hänge ich euch bei entsprechenden Lastszenarien hier an dieser Stelle mit rein. Kapitel Nummer 6 der Quick Release. Die Wheelbase ist mit einer schwalbenschwanzartigen Aufnahme ausgestattet. Mitgeliefert wird das passende Gegenstück, welches dann an dem Lenkrad montiert wird. Dazu gibt es eine Adapterplatte, damit ihr die Lenkräder mit dem üblichen 70 mm 6-Kreis-Lochdurchmesser montieren könnt. Und eine 30 mm dicke Abstandsscheibe ist ebenso Bestandteil des Lieferumfangs, damit ihr die Distanz von der Wheelbase zum Lenkrad etwas erhöhen könnt. Die Montage und das Lenkrad, das werde ich euch in einem der nächsten Reviews sehr detailliert ins Haus liefern, wenn ich dieses Usher Racing B16 LSC SimioCube Wireless Wheel für euch reviewe. Vom Grundprinzip ist es aber schnell erklärt. Verschraube das Wheel mit der Adapterplatte und bei Bedarf eben dieses 30 mm Distanzstück. Und dann das Gegenstück für die Wheelbase. Das Umstecken, das gelingt in 2 Sekunden und wird mit dem 6 mm dicken, von beiden Seiten nach Belieben einzubringenden Spannstift gesichert. Dieser ist ungefähr 85 mm lang und eben 6 mm dick. Der Spannstift wird durch innenliegende Kugeln in Position gehalten, egal von welcher Seite du diesen einbringst. Und du hast mit diesem System eine im Prinzip spielfreie Verbindung zwischen der Wheelbase und deinem Lenkrad hergestellt. Kapitel Nummer 7, Material und die Haptik. Metall, soweit das Auge reicht. Das komplette Gehäuse sowie der Quick Release, die bestehen aus Aluminium. Rückseitig ist das Gehäuse mit einer 5 mm dicken Aluminiumplatte abgeschlossen. Und im hinteren Drittel des Gehäuses ist ein 3 mm breiter Aluminiumstreifen sichtbar, der auf eine Zweiteilung des Gehäuses hindeutet. Bitte habt Verständnis, dass ich die Produkte in dieser Preisklasse nicht mehr zerlegen möchte. Mein Kanalbudget reicht nicht dafür aus, wenn ich dabei etwas kaputt mache. Darum bitte sorry. In Sachen Haptik fühlt sich alles sehr glatt und eben metallisch kühl an. Wenn man diese sehr kompakte kleine Wheelbase, die ungefähr so lang ist wie meine Hand, in die Hand nimmt, dann kann man kaum glauben, wie schwer dieses Ding in Wirklichkeit ist. Einziger spürbarer Kunststoffeinsatz ist die Ummantelung der Antenne rückseitig und der Griff des Schnellspannstiftes. Und so geht's weiter, Kapitel Nummer 8, die Verarbeitung. Hier gibt's einfach nicht viel zu berichten. Die Verarbeitung ist höchster Industriestandard. Sehr saubere Kanten, kein Grat, sehr sauber eloxiert und wunderbar bedruckt. Kapitel Nummer 9, die Akustik. Es dringen keine metallischen Geräusche nach außen. Man vernimmt kein Klackern oder Krachen bzw. Schlagen aus dem Inneren der Wheelbase. Damit ist die Wheelbase absolut wohnzimmertauglich, auch wenn man mit sehr rauen Settings unterwegs ist. Ich persönlich fahre immer mit minimaler Dämpfung, um die Effekte sehr transparent durchzuspüren. Aber auch hiermit sind keine mechanischen Geräusche vernehmbar. Lediglich tiefe Resonanzen sind wahrnehmbar, die aber in keinem Moment störend wahrgenommen werden. Hört mal rein.
Mein sehr leises Motion-System von Simrig ist durch das leise Surren der Aktuatoren vernehmbar und die Magnetic Shifter sind dabei die mit Abstand lauteste vernehmbare Komponente an meinem Rig. Die Wheelbase höre ich zu keinem Moment durch. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 10, die Optik. Ein sehr klarer, einfacher und puristischer Look. Das schwarz-matt eloxierte Gehäuse sieht sehr edel aus und wird aufgelockert durch diesen silberfarbigen Streifen. Ebenso sehr neutral gehalten ist dieser SimioCube-Schriftzug an beiden Seiten. Das SimioCube-Logo im Helmdesign mit Schriftzug ist auf der Rückseite angebracht und genauso wie stirnseitig hier auf der Narbe. Kapitel Nummer 11, die hardwareseitige Montage. Dies gelingt stirnseitig über das Lochbild des Flanges. Im Gegenzug werden die meisten anderen Wheels von unten mit einem Rig verschraubt. Bei SimioCube benötigst du ein Rig mit frontseitiger Montagemöglichkeit, da es unterseitig keine Gewindelöcher gibt. Ich habe ein Montagebracket von SimLab im Einsatz auf meinem SimLab TR1 Rig. Mit diesem Winkelprofil wird die Wheelbase stirnseitig verschraubt und der andere Schenkel des 90-gradigen Winkelprofils ist mit dem gängigen Dreilochbild von Fanatec versehen. Damit kannst du mit diesem Montagebracket deine SimioCube Wheelbase auf jedes handelsübliche Rig montieren, welches eben dieses Dreilochbild besitzt. Oder du druckst dir eine Bohrschablone des Dreilochbilds aus und setzt die Bohrmaschine an. Nächstes Kapitel Nummer 12, die Software. Direkt auf der SimioCube Homepage findest du die TrueDrive Software zum Download. Diese installierst du dann und gelangst in eine übersichtlich gehaltene Benutzeroberfläche. Du hast linksseitig 5 Buttons und oberseitig wird der aktuelle Status eingeblendet. Sobald du die Wheelbase einschaltest, siehst du über den obersten der 5 Buttons, das ist das Tacho-Symbol, den Betriebszustand eingeblendet. Operating Mode Disconnected heißt getrennt. Und nach dem Einschalten sollte dort Operational stehen. Unter Active Profile steht das derzeit aktive Profil eingeblendet, welches du nicht löschen oder überschreiben kannst und mit moderaten Settings voreingestellt ist. eStop Released bedeutet, dass dein Notaustaster angeschlossen, gelöst und betriebsbereit ist. Der High-Torque-Modus ist von Haus aus deaktiviert, disabled, aus Sicherheitsgründen. Damit stellt die Wheelbase ein nur sehr geringes Drehmoment zur Verfügung und erst wenn du auf Enable High-Torque-Modus, sprich Aktivieren des High-Torque-Modus klickst, dann wird das Drehmoment bis zu 25 Newtonmeter freigeschalten. Du musst dann bei den entsprechenden Sicherheitshinweisen nach unten scrollen und auf Activate High-Torque-Modus klicken, dies bestätigen. Dies ist bei jedem Systemstart der Fall und kann aber überbrückt werden, wenn du das untere Kästchen Automatic Activation und Each Start anklickst. Dann musst du nochmal Hinweise bestätigen und von nun an startet deine Wheelbase immer mit aktivierten High-Torque-Modus und du musst dies nicht jedes Mal extra bestätigen bzw. anklicken. Weiter siehst du in dem Tacho-Symbol-Menü dein derzeit aktives Lenkrad eingeblendet, in meinem Fall eben das Asha Racing Wheel. Wenn du einen Knopf drückst, dann stellt dies die Software mit einer deutlichen Verzögerung dar. Aber keine Angst, dieser Lag ist im Spiel nicht vorhanden und wohl eine Sache, die man bei der grafischen Darstellung der ganzen Software noch nachbessern sollte. Bevor du loslegst, bringe das Wheel in die Mittelstellung und drücke dann auf Reset Center. Damit wird es zentriert und das System merkt sich diese Position auch nach jedem Systemstart. Menüpunkt Nummer 2, das ist dieses Wireless-Symbol. Damit verbindest und verwaltest du deine wireless-kompatiblen Lenkräder. Auch darauf gehe ich dann näher beim Asha Racing Lenkrad Review ein. Einmal verbunden bzw. gepairt, merkt sich das System dein entsprechendes Wheel. Du musst dieses nach dem Systemstart der Wheelbase nur einschalten. Ich lasse mein Asha Wheel immer eingeschalten, da dies bei Nichtnutzung selbstständig ausschaltet. Somit muss ich bei der Verwendung beide Schaltpedals gleichzeitig betätigen und circa 1 Sekunde gedrückt halten. Damit wird das Lenkrad wieder aktiv und automatisch mit der Base verbunden. Du hörst dann einen kleinen Piepston zur Bestätigung. Im Menüpunkt 1 wird ebenso die Signalstärke und die Batteriespannung deines Wireless-Lenkrades angezeigt. Menüpunkt Nummer 3, das ist diese Autokolonne, dieses Symbol. Das ist für die Verwaltung der Profile zuständig. Hier kannst du Profile kopieren, umbenennen oder auch vorgegebene Profile laden bzw. verwalten. Default findest du dich im Simple Mode wieder. Hier kannst du die Stärke des Drehmoments, den Lenkbereich, die Gradzahl und die Glättung des Force-Feedback-Signals sowie die Dämpfung
der Force Feedback Peaks der Spitzen beeinflussen. Ich persönlich bevorzuge eine Wheelbase in Richtung RAW, das ist der Rohzustand der Signale. Hier kommen die Signale ungefiltert und ungedämpft ans Lenkrad und ich mag eben dieses sehr transparente und glasklare Feedback. Achtung, dies ist aber sehr stark subjektiv. Es gibt viele User, die mit diesem Setting absolut nicht klarkommen und die Signale lieber dämpfen, um das Fahrgefühl glatter und ohne FFB-Peaks zu betreiben. Für meine Testrunden erzielte ich mit dem Simple Mode auf Anhieb hervorragende Ergebnisse für meine Ansprüche. Ich habe die Stärke im Bereich 13 bis 15 Newtonmeter angesetzt. Das entspricht etwa Faktor 2 einer CSW V2.5 Wheelbase von Fanatec. Den Lenkwinkel habe ich unverändert bei 900 Grad gelassen, das reicht für meine Ansprüche. Und bei Smoothness und Damping auf das minimale Preset voreingestellt. Hier war mir die zweitniedrigste Stufe am angenehmsten. Hier war mir die zweitniedrigste Stufe am angenehmsten. Smoothness und Damping auf Off. Smoothness und Damping auf Off wirkt mir dann trotz aller Transparenzvorlieben zu elektronisch. Über den Button Go to Advanced Mode kannst du dann erweiterte Einstellungen vornehmen. Ich rate zu Beginn mit dem Simple Mode zu starten und nicht zu viel Zeit zu verlieren. Kümmere dich um das Feintuning erst dann, wenn du mit der Wheelbase sehr gut vertraut bist. Und eine gute Wheelbase erfordert in meinen Augen kein stundenlanges Tweaken, keine stundenlangen Einstellungsmaßnahmen, bis man zufrieden sein sollte. Und genauso fühlt es sich bei der SC2 Pro von SimioCube von Haus aus gut und richtig an, ohne stundenlang in irgendwelchen Menüs rumfrickeln zu müssen. Der vierte Menüpunkt, das Zahnrad, kümmert sich um diverse Einstellungen. Hier kannst du Signalgeräusche aktivieren und deaktivieren. Du kannst auch einen Clipping-Signalton aktivieren, wenn du das möchtest. Weiters ist das Wheel mit einer Schutzfunktion ausgestattet. Wenn du die Wheelbase im High-Torque-Mode betreibst, verlierst du die Kontrolle übers Wheel, schaltet die sich in den Safe-Torque-Mode um, wenn du das Lenkrad dann loslässt. Hier kannst du einstellen, wie sensibel die Wheelbase darauf reagieren soll. Ich persönlich nutze diese Funktion nicht und habe diese auf Off gestellt. Den Menüpunkt Resonance Reduction habe ich aktiviert. Und der letzte Menüpunkt, das I, das zeigt der Modellname, Treiberstatus, Firmware-Status und erlaubt diverse Software-Einstellungen. Und hier kannst du auch die Firmware updaten und diverse Werte zurücksetzen. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 13, der Rennstreckentest. Beim Rennstreckentest einer Wheelbase kommen bei mir künftig 4 sehr ausführliche Szenarien, die ich euch genauestens erklären werde, zum Einsatz. Es handelt sich um Anwendungen, Strecken und Fahrzeuge, die ich seit langem gut kenne und die es möglich machen, Vergleiche zu ziehen. Ich nutze zwar so gut wie alle Anwendungen, von Arcade bis Hardcore-Simulation, aber beim Wheelbase-Test kommt bei mir R-Faktor 2 und das erste Assetto Corsa zum Einsatz. R-Faktor 2 deswegen, weil es ein sehr realistisches Force-Feedback-Verhalten an den Tag legt und das in meinen Augen beste Reifenmodell bzw. die perfekte Reifenphysik aller meiner gespielten Simulationen wiedergibt. Assetto Corsa verwende ich für meinen Vergleichstest deswegen, da ich das sehr neutrale und sehr transparente Force-Feedback-Verhalten äußerst schätze und dies zu meinen Präferenzen wunderbar gut dazu passt. Weiters habe ich mit Assetto Corsa die am Abstand meisten Spielstunden bis dato verbracht. Und so kommen wir zu Testszenario Nummer 1. R-Faktor 2 mit einem Oreca LMP-Fahrzeug, die Strecke Bridgehampton. Der Fokus liegt hierbei auf der brüchigen Streckenbeschaffenheit. Hier kommen die Fahrbahnunebenheiten und Aufbrüche glasklar und direkt über die Wheelbase am Lenkrad an. Ich verwende die SimioCube in Kombination mit meinem Motion Simrig SR1 und gleichzeitig unter Nutzung von VR mittels HP Reverb. Hier spüre ich, dass die Effekte völlig lagfrei, sprich ohne Verzögerung, umgesetzt werden. In den Hochgeschwindigkeitskurven direkt nach Start und Ziel baut sich das Force Feedback sehr schnell und smooth auf. Das spürt man durch dieses High Downforce Auto wunderbar.
Der schmale Grenzbereich des Orecas, der erfordert superschnelle Lenkkorrekturen. Und hier provoziere ich bewusst das Unter- bzw. Übersteuern des Fahrzeuges, um diese Fehler sozusagen abfangen zu können. Auch auf diesem sehr schmalen Grat eines High-Downforce-Autos kann ich ohne Spiel im Lenkrad bzw. Antrieb super genau gegensteuern. Ich fahre beabsichtigt etwas unsauber, um eben diese Grenzbereiche auszuloten. Auch der Übergang neben der Strecke zurück auf den Asphalt gelingt sehr smooth und ohne ruckeliges Verhalten. Auf der Startzielgerade werden dann noch Hochgeschwindigkeits-Slalom-Tests gemacht und ein Ausbrechen des Fahrzeugs provoziert. Testszenario Nummer 2. R-Factor 2 mit dem McLaren 650 GT3. Die Strecke Bathurst in Australien. In diesem Szenario konzentriere ich mich vorwiegend auf das Reifenmodell und das Verhalten beim starken Anbremsen nach den Highspeed-Geraden. Kurve 2 stellt ein hohes Maß an Transparenz an die Wheelbase dar, weil die Bodenbeschaffenheit wellig ist und das Rausbeschleunigen bergauf leicht hängend eine Gratwanderung ist. In der Kehre bergauf wird im niedrigen Geschwindigkeitsbereich das Untersteuern provoziert und am Plateau oben über die Kuppe rechts das Leichtwerden des Fahrzeugs herausgefiltert. Bei der S-Kurvenkombination bergab wird die schnelle Reaktion und der Lastwechsel beobachtet und danach eben das Anbremsverhalten nach der Highspeed-Geraden. Und auch hier macht die Wheelbase genau das, was man sich nur wünschen kann. Alles kommt super direkt und irre transparent. Und in Kombination mit dem Simwick SR1 Motion und der VR-Brille am Kopf ist dies erschreckend realistisch, was hier an dein Lenkrad geliefert wird. Und weiter geht's mit Testszenario Nummer 3. Assetto Corsa, Ferrari 488 GT3, eine Fahrmaschine und die Strecke ist Highlands in Schottland. Bei diesem Szenario kümmere ich mich überwiegend um schnelle Kurven. Wie baut sich das Force-Feedback auf? Wie fühlt es sich bei hohem Grip und Downforce an? Und wie lässt es in den Rutschphasen dann nach? Der Grip-Zustand bzw. die Wiedergabe dessen ist auf diesem Track sehr gut abzubilden. Weiters ist im Start-Zielbereich ein Kopfsteinpflaster verbaut. Dieses gibt die SimuCube SC2 Pro äußerst detailliert wieder. Man spürt den Übergang zum üblichen Asphalt wunderbar und wie das Fahrwerk mit dem Kopfsteinpflaster beschäftigt ist. Bei meinen Grip-Tests merkte ich den sehr angenehmen Übergang der Haftreibung zur Gleitreibung. Das läuft dermaßen präzise, ohne Verzögerung und smooth ab, dass Korrekturen bei Untersteuern oder Übersteuern spielend leicht von der Hand gehen und ausgeglichen werden können. Und so kommen wir zu Testszenario Nummer 4. Zum Abschluss muss immer die Königsdisziplin bei mir herhalten. Das ist Assetto Corsa auf der Nordschleife mit dem Porsche RSR 2017. Das ist mein persönlicher Lieblingstest, um herauszufinden, was eine Wheelbase leistet oder eben nicht. Und hier ist eben alles gefragt. Und die Nordschleife deckt dies schonungslos auf. Im Geschlängel bei Hatzenbach, direkt nach dem Start, wird über die niedrigen Curbs gebrettert und das Fahrverhalten analysiert. Die Kuppe auf der Quittelbacher Höhe lässt einen gut simulieren, wie das Fahrzeug leicht wird und dann es wieder Grip und Downforce bekommt. Auch hier sind die Effekte ultra direkt zu spüren. Direkt nach der Kuppe gelingt es dir sehr gut, den Scheitelpunkt des Rechtsknicks zu erwischen. Die Fuchsröhre gibt den ersten Härtetest fürs Fahrwerk. Und wenn man die Curbs bei Highspeed etwas anschneidet, dann spürst du wunderbar raus, was dein Fahrwerk dir an das Lenkrad wiedergibt. Die Ex-Mühle ist hervorragend fürs Übersteuern geeignet, beziehungsweise das Verhalten der Wheelbase. Und danach im Karussell achte ich, ob man rausspürt, dass hier Betonplatten aneinander gereiht sind. Auch hier spürst du, dass es nicht nur stumpfe Schläge gibt, sondern dass sich dein Fahrzeug von Platte zu Platte bewegt bzw. du darüber bretterst. Im darauffolgenden Geschlängel achte ich wieder auf das Grip-Verhalten und beim Anbremsen Pflanzgarten auf das Anbremsverhalten direkt über die Kuppe. Auf der Döttinger Höhe achte ich darauf, ob sich ein Oszillieren des Wheels aufschaukelt. Auch hier bei Highspeed Fehlanzeige, kein Oszillieren vernehmbar. Und so fassen wir die 4 Testszenarien nochmal kurz zusammen. In diesem sehr ausführlichen Rennstreckentest seht ihr diesmal ein High-End-Produkt. Und hier etwaige Schwächen rauszufiltern ist für mich nach vielen Jahren Simracing nahezu unmöglich. Die Bandbreite der 25 Newtonmeter Drehmoment Power, die reicht aus, um jede Fahrzeugklasse
nahezu realistisch simulieren zu können. Du hast auch keine Probleme mehr in die Verlegenheit des Clippings, das ist das Abschneiden von Effekten, zu geraten. Die Power ist schier unglaublich und ich nutze oft sehr kräftige 15 Newtonmeter und nach einigen Runden Nordschleife unter dieser Last ist diese Wheelbase nicht einmal handwarm. Und das bei passiver Kühlung ohne Lüfter. Das ist für mich sehr bemerkenswert. Noch erstaunlicher ist, dass ich trotz den RAW-Settings die ungefilterten Effekte ohne Klacker- und Schlaggeräusche direkt ans Lenkrad transportiert bekomme. Wie das SimuCube technisch gesehen so hinbekommen hat, das ist mir persönlich ein Rätsel. Und somit ist die Base im Prinzip schlafzimmertauglich, selbst wenn du mit hoher Last und mit RAW-Settings unterwegs bist. Und das auch bei harten und starken Schlägen. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte, Fazit, Zielgruppe, Kaufempfehlung und ein spannender Ausblick. Kapitel Nummer 14, die Cons. Die Software könnte in Sachen Button-Feedback lagfreier ohne Verzögerung sein. Da ja im Spiel bei der Betätigung der Buttons auch kein Lag vernehmbar ist, würde ich mir dieses in der Softwareanzeige auch wünschen, sonst könnte man eventuell irritiert werden. Zweiter negativer Aspekt, ihr habt seitens SimuCube noch kein Ökosystem mit eigenen Pedalen oder Lenkrädern verfügbar. Das kann sich ja mal ändern, aber Stand Ende 2020 müsst ihr zu Drittanbietern greifen und findet dort meist sehr kostspielige High-End-Lösungen. In Sachen Pedale nutze ich beispielsweise meine Fanatec CSP V3 Pedale, die ich jetzt halt direkt mit dem USB-Anschluss an den PC angeschlossen habe. Ein weiterer Nachteil ist die fehlende Konsolenkompatibilität. Hier gibt es leider derzeit keine Lizenzvereinbarungen mit Microsoft bzw. Sony in Sachen Xbox und PlayStation Support. Ihr seid also mit der SimuCube Ende 2020 ausschließlich am PC unterwegs, wenn ihr die Wheelbase nativ im Einsatz habt. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 15, die neutralen Aspekte. Die frontseitige, hardwareseitige Montage beurteile ich neutral. Ich fände eine zusätzliche Montagemöglichkeit unterseitig wünschenswert, da hiermit eine weit größere Kompatibilität mit Rigs out of the box ohne Adapter-Bracket gegeben wäre. Somit kommt man eben, wie in meinem Fall, nicht um ein Adapter-Bracket rum, wenn man die SimuCube SC2 Pro Wheelbase auf meinem SimLab TR1 Rig verschrauben will. Neutral beurteile ich natürlich auch die Optik, da dies immer sehr subjektiv gelagert ist. Meine persönliche Meinung dazu, mir gefällt dieser Understatement-Look wunderbar. Und so geht's weiter mit Kapitel Nummer 16, die positiven Aspekte. Ihr habt ein ultra kompaktes Design und somit sehr platzsparend vor deinem Monitor anzubringen. Die Verarbeitung ist auf höchstem Niveau und ebenso der Materialeinsatz. Das Force-Feedback ist extrem kräftig und du kannst jede Fahrzeugklasse realistisch simulieren, auch den harten Einsatz bei Karts ohne Servolenkung oder Formula unter Formula 1 ohne Servolenkung mit Peaks bis zu 20 Newtonmeter oder darüber. Dies ist alles mit der SimuCube 2 Pro Wheelbase machbar. Neben dem kräftigen Force-Feedback hast du auch kein Fading bzw. kein Überhitzen. Ich habe sogar den sinnfreien 25 Newtonmeter Anschlag-Dauerbelastungstest gemacht, wo ich 2 Minuten lang mit Volllast im Kreis gefahren bin. Hier konnte ich kein Überhitzen, Fading, kein Nachlassen des Force-Feedbacks bemerken. Und nach 1 Minute fingen meine Hände an zu krampfen, dass ich selbst mit den Beinen etwas mitgeholfen habe, um 2 Minuten auf Vollanschlag im Kreis durchzuhalten. Ein weiterer riesig großer Pluspunkt ist, dass der Quick Release völlig spielfrei ist. Die Verbindung von Lenkrad zu dem Motor lässt das Direct Drive Gefühl voll zur Geltung kommen. Auch die Elektronik und Software tut sein Übriges, um in meinen Augen über ein perfektes Force-Feedback-Erlebnis auf höchstem Niveau sprechen zu können. Dazu kommt, dass dieses Erlebnis quasi lautlos umgesetzt wird. Ein großartiger Job und hier von meiner Stelle eine Gratulation an die Granite Devices Belegschaft rund um SimuCube. Kapitel Nummer 17, die Kaufempfehlung und Zielgruppe. Ich gebe ein eher Nein, wenn du Simracing nur selten betreibst. In diesem Fall würde ich mich nach günstigeren Lösungen umsehen. Und ein eher Nein auch dann, wenn du vorwiegend mit Arcade-Rennspielen unterwegs bist. Hier profitierst du dann zu wenig von den Möglichkeiten einer Direct Drive Wheelbase. Ein klares Ja dann, wenn du dein Simracing-Erlebnis an die Spitze treiben willst und auch die entsprechenden Simulationen, Hardcore-Simulationen dafür nutzen möchtest. Fürs Gebotene, finde ich, ist dieser Preis fair angesetzt. Aber du musst auch zu der Zielgruppe gehören,
die entsprechend bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Beachte unbedingt, dass du die Folgekosten von Lenkrädern nicht unterschätzt. Und weiters macht SimuCube nur mit einem sehr stabilen Rig einen Sinn. Sonst würdest du über die Labilität eines Rigs vieles an der hervorragenden Direct Drive Umsetzung einbüßen. Ob dir die günstigere SimuCube Sport genügen würde oder du zur Ultimate Base greifen solltest, das kann ich dir, ohne diese Dinger ausführlich selbst zu testen, leider nicht beantworten. Denkst du daran, beispielsweise Fanatec Lenkräder mit SimuCube zu betreiben? Dann muss ein Adapter her. Ich habe bereits einen von SimRacing Machines im Haus und werde hiermit meine ganzen Fanatec Lenkräder auf der SimuCube Base testen und hierzu gibt's ein eigenes Review. Gebt mir hierzu bitte aber noch etwas Zeit. Und so kommen wir zu einem spannenden Ausblick. Wie bereits erwähnt, wird's den Test zum Asha Racing Wheel geben und den Adapter von SimRacing Machines, um meine Fanatec Wheels auch auf der SimuCube Base betreiben zu können. Und klarerweise wird's in den nächsten Wochen einen sehr, sehr ausführlichen Vergleichstest zwischen Fanatec Podium und der SimuCube SC2 Pro auf meinem Kanal zu sehen geben. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich hoffe, ihr wart geduldig. Vielen Dank für eure Spenden, euer Dabeisein in meinem Kanal, für eure Likes, für eure motivierenden Kommentare. Danke, mit euch reviewen zu dürfen und liebe Grüße von eurem Ron.